Ausbildung bei der Feuerwehr. Mit dabei Annika. Boah, das wird knapp, ey. Nur wer fit ist, kommt weiter. Die Ausbilder sind streng. Da müsst ihr mal gucken, wo ist der Kopf, wo sind die Arme? Junge Menschen lernen ihre Grenzen kennen. So wie Dennis. Das ist auf jeden Fall genauso schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe. 6 Monate Grundlehrgang. Löschen, bergen, retten bis zur Erschöpfung. Ihr erster Einsatz an diesem Morgen. Ein Verkehrsunfall. Wir schnappen uns jetzt die Lufthebekissen, gehen vorne und erkunden erstmal, wie wir es am besten aufbauen. Annika Rösner will Feuerwehrfrau werden. Ist das jetzt eine relativ anstrengende Aufgabe, oder? Jetzt noch nicht, nachher wird es ein bisschen anstrengend. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir es am besten aufbauen, um die Person auch möglichst schon da rauszuziehen. Bitte? Wir nehmen die Hebekissen mit und gehen jetzt erstmal vor und gucken. Sie ist die einzige Frau in ihrem Lehrgang. Ein Mann wurde überfahren. Den Verletzten sollen sie schonend befreien. Annika und ihre Kollegen haben das noch nie gemacht. Nur im Unterricht mal durchgesprochen. Also, wir gehen hier einfach drunter und gehen hoch, oder? Wir tun das Bein ein bisschen an die Gleise, Genau. heben hinten in der Mitte an. Dann machen wir den Spanngurt drüber. Den Spanngurt machen wir als allererstes runter. Erst unterbauen, Ja, den Spanngurt. genau, und die Keile, dass sie nicht weiter abrutscht. 2 Monate Theorie auf der Feuerwehrschule in Kassel liegen hinter ihnen. Jetzt folgen 20 Wochen Praxis. Von 300 Bewerbern haben es 48 geschafft, auch Dennis. Er legt Bretter unters Auto für die Stabilität, so wie er es in der Schule gelernt hat. Ausbilder Sascha Reinke hält sich zurück. Sie sollen aus Fehlern lernen, sagt er. Die Kollegen haben in den letzten Tagen gelernt, wie sie mit dem Material umgehen. Das haben wir ihnen geschult. Und heute müssen sie das quasi anwenden, ohne dass sie mir was dazu sagen. Sie haben einen Auftrag gekriegt und sollen eigenständig das Ganze durchführen. Und am Ende wird das Ganze durchgesprochen, was gut und was schlecht war. Die meisten haben schon eine Ausbildung, auch Annika. Jetzt gehen wir mit den Kissen, die Kissen unterbauen wir. Beide Kissen rein und dann gehen wir hoch. Genau, unterbaut ist auf jeden Fall. Ich bin die letzten Jahre im Rettungsdienst gefahren, ja. Ich bin Rettungsassistentin. Ja. Da hat man schon so einige Erfahrungen, ne? Ja, doch, da kommt ein bisschen was zusammen. Da hat man schon das eine oder andere gemacht und jetzt kommt halt mal der technische Hintergrund. Bisher war immer medizinische Seite, jetzt machen wir die technische Seite. Wir holen sie gleich da raus. Mit Luftkissen wollen sie den Wagen anheben. Mittig, hast du? Ja. Was halt jetzt? Die Übungen müssen realistisch sein, sagt ihr Ausbilder. Die Eindrücke sollen sie abhärten. Erik, sind haben wir nur noch die 3 Pakete zum Unterbauen? Boah, das wird knapp, ey. Vor ihnen liegt eine harte Ausbildung, körperlich und psychisch. Rot, hoch! Rot hoch! Erik pumpt vorsichtig Luft in das rote Kissen. Rot hoch! Aber langsam, ganz langsam. Ja, jetzt echt mit Gefühl. Das ist alles Plastik da unten. Aber langsam. Rettungsdienst reicht das noch nicht? Ja, das war der Tank. Das war der Tank. Ja. Die Frage hat sich gerade erledigt. Durchgebrochen. Das war der Tank. Jetzt ist das Fahrzeug gerade wieder auf den Patienten drauf. Ja. Au! Das ist halt der Scheiß bei der A-Klasse. Da kannst du nirgendwo ansetzen. Das ist alles Plastik da unten. Also nochmal die Hebekissen ablassen und neuen Ansatzpunkt finden. Alle unter Fahrzeug weg. Annika leitet den Einsatz. Sie hat das Kommando hier vorne jetzt am Fahrzeug. Sie muss die aktivste sein. Und wir machen ja keinen Unterschied, ob Mann oder Frau, der vorne am Arbeiten ist. Und da muss er halt vorne tätig sein. Kissen unterm Benzintank. Das war wohl keine so gute Idee. Aber deswegen üben sie ja und lernen. Neuer Versuch. Diesmal legen sie die Luftkissen unter die Hinterachse. Ob das jetzt besser hält? Gib mal das genau. Entschuldigung. So, das Bein mal rüber. Mama, stopp, lieber Rettungsdienst. Ja? Boah, bitte bleib mir ein bisschen weg, hey. Gucken wir, ob das Bein da durchbekommt. Da ist doch jetzt Luft. Was hier so spielerisch wirkt, passiert 350 Mal pro Jahr in Frankfurt. Nach 30 Minuten ist die Puppe gerettet. Fürs erste Mal nicht schlecht, muss man sagen.
Das darf man alles nicht vergessen. Wir haben das alles erst vor 2 Tagen gelernt. Und jetzt zum ersten Mal von vorne bis hinten, inklusive Menschenrettung. Und da ist er. Menschen in Not helfen ist Annika wichtig. Als Beruf ein Traum, sagt sie. Und hat ihre Bewerbung an die Berufsfeuerwehr Frankfurt geschickt. Hinter der Wache 1 steht das modernste Feuerwehr- und Rettungstrainingscenter Europas. Jedes Jahr werden hier 48 Feuerwehrleute geschult. Zu wenig, sagen die Ausbilder. Die meisten Bewerber fallen durch, weil sie körperlich nicht fit genug sind. Am Nachmittag klettert der Nachwuchs mit Ausrüstung und Atemschutzgerät durch einen langen, engen Käfig. Im Raum 30 Grad, Blitze und Lärm. Wie geht's Ihnen? Es ist verdammt warm und anstrengend. Nerven behalten, das sollen sie hier lernen. Die Übung wird überwacht, zur Sicherheit, denn so mancher Kreislauf hat hier schon schlapp gemacht, sagt Ausbilder Christian Metzmacher. Diese Infrarotkameras sind so eingestellt, dass wir alle Bereiche, weil es ja innen drin komplett dunkel ist, alle Bereiche sehen können und können somit genau von uns aus sagen, okay, der bewegt sich da, oder wenn irgendein Problem ist, können wir es sofort erkennen und wir können auch sehen, ob er die ganzen Übungen richtig absolviert. Atmen mit Geräten, für die Azubis noch ungewohnt, sie müssen lernen, damit umzugehen. Langsam ahnen sie, auf was sie sich bei der Feuerwehr eingelassen haben. Die kommenden 6 Monate werden kein Spaziergang. Die Ausbildung wird sie an ihre Grenzen bringen, auch den 21-jährigen Dennis. Komplett klatschnass. Wir waren jetzt, glaube ich, 1 Stunde, 1,5 unter Atemschutz gewesen. Erst ein bisschen auf dem Hof unterwegs, verschiedene Aufgaben gemacht, Müll weggebracht und so weiter. Und anschließend waren wir auf der Atemschutzstrecke. Das alles mit der Vollausrüstung? Ja. Was unangenehm ist, ist, dass man irgendwann wird die Luft halt wärmer, ungefähr um die 40 Grad, die man einatmet. Weil man hat hier keine Frischluft dabei, sondern die ausgeatmete Luft wird aufbereitet und mit Sauerstoff wieder gesättigt und die atmet man wieder ein. Und irgendwann versagt die Kühlpatrone und dann wird's warm. Anschließend müssen sie zu Thilo Kuhlmann. Der Arzt kontrolliert Blutdruck und Puls. Das heißt also auch hier, wenn die Werte nicht stimmen, dann ist vielleicht auch dieser Test beendet, also die Prüfung vielleicht... Ja, ist der Eingangstest, ja. Dann ist es zumindest so, dass zumindest erstmal alles medizinisch kontrolliert werden muss. Das heißt, nochmal Vorstellung dann hier beim Betriebsarzt, der dann auch nochmal die Empfehlung, weshalb wir ihn quasi aus der Strecke rausgenommen haben, nochmal überprüft, ob er vielleicht irgendwelche internistischen Grunderkrankungen, die bisher noch nicht erkannt sind, zugrunde liegen und dann erstmal therapiert. Und dann, wenn er ihn wieder gesund schreibt, darf er es nochmal probieren. Gut. Oder muss die Feuerwehr verlassen. Was haben wir denn jetzt? Bei Erik Auch alles gut. alles bestens. Am nächsten Morgen. Dienstbeginn diesmal nicht in der Wache 1. Sport ist Pflicht. Jede Woche. Heute Laufen, Sprinten, Weitsprung. Die 100 Meter muss Annika in 17 Sekunden packen. Ja, da ist er gut dabei. Wie viel? 16,3. Zufrieden? Da geht noch was. Da geht mehr. Laufen ist eigentlich meins, deswegen. Annika ist ehrgeizig. Ihre männlichen Kollegen sind höchstens 2 Sekunden schneller. So, auf ein neues. Und das Ziel? Was hat er gesagt? 16,3, ne? Ja, das Minimum. Eigentlich möchte ich immer gucken, dass ich die Zeiten von den Männern habe, also was die Männer in meinem Alter bringen müssen. Aber manchmal muss ich es dann doch einsehen. Auf die Plätze, fertig, los! Sie gibt alles und verbessert sich sogar. 16,2. Beim Schwimmen ziehe ich sie teilweise ab. Oder auch hier beim Laufen. Jeder ist da irgendwo besser. Ja? Bei den Männern auch. Hier haben wir auch schlechte Läufer. Die hauen dann dafür beim Kugelstoßen weiter. Jeder hat seine Schwächen und seine Stärken. Kugelstoßen, Schwimmen, Laufen, Rennen, Hoch- und Weitsprung. Kurzum, alles müssen sie beherrschen für das Sportabzeichen. Auch das ist Pflicht, sagt Ausbilder Georg Schmidt. Jawohl. 4,25. Das heißt, wenn es einer nicht besteht, muss er noch mal ran. Dann muss er noch mal ran. Oder im ganz extremen Fall, wenn er das nicht schafft, wäre das nachher dann Entlassung. Langsam lösen.
Schon in der Aufnahmeprüfung fallen die meisten beim Sport durch. Gab es schon mal so Grenzen? Das ist es eben. Wir lernen unsere Grenzen kennen, aber auch weiterzugehen. Dann nochmal zuzubeißen und nochmal alles zu geben. Sie verbringen auch privat viel Zeit zusammen, um sich besser kennenzulernen. Kameradschaft ist wichtig, sagen sie. Was schätzen Sie so an der Kameradschaft? Was zeichnet die so aus hier? Ja, der Zusammenhalt halt. Weil gilt halt auch im Einsatz dann dabei oder bei den Übungen schon, halt Teamgeist zu zeigen und einer muss auf den anderen aufpassen. Das funktioniert richtig gut hier. Nach 2 Stunden bei 35 Grad Sommerhitze reicht's für heute. Zurück zur Wache 1 zum Trainingscenter. Nur 9 der 48 Auszubildenden kommen aus Hessen. Annika ist aus Stuttgart. Bin ich die Einzige, die ganz neu nach Frankfurt gekommen ist, die hier keine Familie hat, die hier niemanden kennt. Wir sind ja schon einige in der Gruppe. Und dadurch, dass wir mehrere sind, wir haben praktisch unsere eigene Familie gegründet. Wir treffen uns oft und dadurch lernt man auch ganz schnell neue Freunde kennen. Die hier in Frankfurt wohnen, haben uns auch ziemlich an die Hand genommen, uns alles gezeigt, wo kann man hier mal abends weggehen oder was sind die besten Gegenden zum Wohnen. Apropos Wohnen. Weiter geht's. Zur Lage. Wohnungsbrand, erstes Obergeschoss. Über dem Schneckermarkt die Wohnung. Eine Mutter mit ihrem Kleinkind vermisst. Angriffstrupp zur Menschenrettung. Mit erstem Rohr über die 4-teilige Steckleiter ins erste Obergeschoss, Nachbarwohnung. Zweites Fenster von links vor. Befehle werden wiederholt. Nur so ist der Einsatzleiter sicher, dass der Auftrag verstanden wurde. Und wenn vor, dann was? Action! Feuer am Nachmittag in der Brandsimulationsanlage der Berufsfeuerwehr. Löschen unter Zeitdruck steht auf dem Lehrplan. 4 Ausbilder überwachen die Übung, auch Georg Schmidt. Wie schnell muss man denn jetzt eigentlich da drin sein? Schnellstmöglich. Zeiten ist teilweise sehr schlecht zu sagen, aber hier kommt es natürlich auf jede Minute an. Verteiler, was raus! Straße sperren, Schläuche legen, Menschen retten, Wohnung löschen. Sie haben einiges zu tun. Dennis hat den ersten Brand schon hinter sich. Sieht ja relaxed aus hier. Ja, ich war eben schon drin. Ich habe jetzt Pause. Und? Wie magst du die Kollegen? Ja, sehr gut, geht ganz schön schnell. Kriegen gleich die Blendmasken auf und dann sehen wir mal, ob die Geschwindigkeit so bleibt. Auszubildende müssen die Leiter nehmen. Ausbilder nehmen die Treppe. Annika und ihr Kollege knien vor der Wohnungstür. Da müssen sie jetzt rein mit Blendmasken. Mutter und Kind finden. Blind. Was erwartet die Retter hinter der Tür? Feuer? Der Test ist einfach, sagt Ausbilder Michael Rieger. Wenn Wasser dann... Ja. Probier's aus. Sie sollen Wasser an die Tür sprühen. Verdampfen die Tropfen, sind Flammen unmittelbar dahinter. Tür ist kalt. Tür ist kalt. Also kein Feuer. Sie können rein. 60 Kilo wiegt der volle Schlauch, 30 Kilo ihre Ausrüstung. Die Theorie war leichter. Sie müssen lernen, sich blind zu orientieren, denn eine brennende fremde Wohnung ist voll mit schwarzem Rauch. Und ihr habt die Brandbekämpfung so weit eingedämmt, dass ihr weitergehen könnt. Zur Information, das Sprühbild war falsch eingestellt. Die Azubis sollen sich an solche Einsätze gewöhnen. Deshalb werden sie langsam herangeführt. Rauch, Feuer, Lärm und Gestank kommen bei der nächsten Übung. Primär geht es darum, Menschen zu retten. Das Hauptgeschäft der Feuerwehr. Und hier fällt jetzt auf, dass der vorgehende Trupp die Räumlichkeit nicht konsequent abgesucht hat und dadurch ein Kleinkind, das sich versteckt hat in so einem Ereignisfall, in dem Schrank, was dahinter war, nicht gefunden hat. Aber die Mutter haben sie. Im Spagat. 55 Kilo wiegt die Puppe. Der Rettungsdienst wird informiert. Den braucht die Frau jetzt wohl auch. Aber sie üben ja noch bis zum ersten echten Einsatz. Das war extrem anstrengend, auch für Annika. Sie braucht erst einmal Zeit für sich zum Durchschnaufen. Nee, jetzt nicht bitte. Kaputt? War anstrengend.
Dass ein Wohnungsbrand so viel von ihnen fordert, haben sie nicht gedacht. Jede Übung endet mit Manöverkritik. Ausbilder Michael Rieger ist zufrieden fürs erste Mal. Von Befehlswiederholung, Kommando vor, bis die Leiter gestanden hat. 1 Minute 20. War gut. Jetzt am Anfang 1 Minute 20. Wenn wir das noch ein paar Mal machen, bin ich mir sicher, wir kommen auf 1 Minute ran. Wir haben es angefangen, das war mit den Fenstern. Und es war das falsche Fenster. Zweites Fenster von links ist zweites Fenster von links und nicht erstes Fenster von links. Ja. Ihr seid rein und im Kinderzimmer habt ihr das Kinderbett entdeckt. Es war bekannt, ein Kleinkind ist drin und ihr habt das Kleinkind nicht gefunden in dem Zimmer. Kleinkinder verstecken sich. Und es war im offenen Schrank saß es drin. Das heißt, hättet ihr hinter die Kommode gefasst, hättet ihr sofort beide Beine des Kindes in der Hand gehabt. Das Kind hat sich versteckt. Wohnungsbrände werden sie noch oft löschen müssen. Am frühen Abend. Ausbilder Sascha nimmt sich Zeit für eine Stadtführung. Wir haben so die Zeil, ist im Prinzip die Haupteinkaufsstraße von Frankfurt, ist in Deutschland so eine der, von der Verkehrsdichte der Fußgänger, die vorbeilaufen, hat man mal gezählt, eine der meist frequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland. In 4 Monaten ist Prüfung. Wer besteht, wird seine ersten Einsätze in Frankfurt fahren. Die Fressgasse besteht aus 2 Straßen. Richtig wieder shoppen. Ich komme überhaupt nicht aus Frankfurt und so geht's einigen. Ich war auch noch nie vorher hier. Ich bin wirklich nur über die Feuerwehrschiene hergekommen und habe mich aber von Anfang an hier so wohl gefühlt. Und hey, Frankfurt zieht einen an. Wenn man das von der Autobahn sieht, das muss man mal gesehen haben. Ja. Aber Sascha ist bei seiner Stadtführung auch ganz der Ausbilder. Hier finden wir unter anderem eine Rauchungsöffnung für die U-Bahn, die unten durchfährt. Wenn man hier die Klappe aufmacht, hat man im Prinzip einfach nur einen Durchgang und kann auf den Bahnsteig unten gucken. Rauchabzug, Rettungswege, Sascha hat so einiges zu erzählen. Ihren Durst löschen sie später traditionell mit Apfelwein. Am nächsten Morgen. Chemieunterricht im Trainingscenter. Wenn Sie einen Ammoniak-Vorfall vermuten, ja, pH-Papier, wenn Sie es ein bisschen anfeuchten, färbt sich blau. Ja. War spät gestern, sagt Annika. Auch Dennis wirkt noch etwas müde. Doch bei Ausbilderin Laura Tandella fliegen regelmäßig die Fetzen. Ihre Versuche machen wach und sind überlebenswichtig. Solche Versuche machen wir jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal, aber Unterricht haben wir ja schon ziemlich oft. Also ich kann schon sagen, dass 50% von der Ausbildung war Theorie. Ja, oder ist Theorie. Noch sind wir nicht fertig. Aber lieber draußen, oder? Lieber draußen, ja klar. Aber gehört dazu. Muss sein. Wenn Sie jetzt ungeschützt, also ohne Schutzkleidung, mit Salzsäure in Berührung kommen, ist das nicht sehr gesund. Salzsäure mit Schwefelsäure in Berührung kommen, ist das nicht sehr gesund. Mit Salzsäure auch nicht, aber Schwefelsäure hat eine etwas andere Wirkung. Okay, gucken wir mal, ob es klappt. Menschen bestehen vorwiegend aus Zucker und Wasser. Mehr ist auch nicht in diesem Behälter. Frau Tandella kippt Schwefelsäure hinzu. Und das würde jetzt auch mit einem Menschen passieren. Ja, warten Sie mal kurz ab. Jetzt können Sie sich vorstellen, was passiert, ja, wenn Sie ungeschützt mit konzentrierter Schwefelsäure in Berührung kommen, passiert nämlich genau das Gleiche mit Ihrer Haut. Ja? Die Haut wird einfach nur verkohlt. Ich finde das immer toll, wenn es knallt, wenn es stinkt, wenn man ein bisschen was sieht. Dann bleibt es auch eher hängen. Das kann man eher verbinden. Ich bin nicht so die Theoretikerin, ich brauche auch immer ein bisschen Praxis dazu. Und jetzt erstmal ins Frühstück und dann um 20 vor treffen wir uns in der Fahrzeughalle. Arbeiten bei der Feuerwehr ist nur dann ungefährlich, wenn jeder die Gefahren kennt, sie beherrscht und die Nerven behält. Jedes Jahr verletzen sich Feuerwehrleute im Einsatz. In Frankfurt gibt es neben der Berufs- noch 28 freiwillige Feuerwehren. Alle üben regelmäßig hier, sogar Spezialeinheiten der Polizei.
Das Trainingscenter bietet fast jede Katastrophe. Brand, Chemie oder Busunfall, Höhenrettung und Zugunglück. Sogar eine U-Bahn-Station haben sie. Die Azubis müssen mehr als 20 verschiedene Einsatzszenarien trainieren. Mehrfach. Feuer in der U-Bahn. Das wird ein richtiger Knochenjob, sagt Ausbilder Sascha Reinke. Das Material, was mitgenommen wird, ist mehr als nur 2 Leute tragen können. Wir werden das gleich sehen. Es wird jede Menge Material mit runtergenommen. Wir müssen jede Menge Schläuche legen. Die Entfernungen sind größer. Und auch um Personenrettung aus dem Tunnel raus müssen wir mehr als 2 Personen sein. Absitzen! Mehrere 100 Kilo Ausrüstung tragen Annika, Dennis und ihre Kollegen jetzt in die U-Bahn-Station. Unter Zeitdruck. Im U-Bahn-Tunnel Feuer. Es werden noch Personen in der Station vermisst. Euer Auftrag: Vorrücken in die C-Ebene auf den Bahnsteig, dort Erkundung durchführen. Spätestens jetzt wird jedem klar, warum das Sportabzeichen so wichtig ist. Nur wer Kondition hat, kann Menschenleben retten. Und zwar blind. Für Annika gibt es keine Blendmasken mehr. Eine Tüte tut es auch. Ausbilder Georg Schmidt passt auf, dass keiner vom Bahnsteig auf die Gleise fällt. Jede U-Bahn-Station hat Wandhydranten für Löschwasser. Die sollen sie jetzt finden. Beine und Brecheisen voraus, abtasten nach Menschen und Trümmern. Den ersten Platz, wo sie eigentlich die Gerätebereitstellung machen sollten, nämlich den Wandhydrant, an dem sind sie vorbeigelaufen. Sie suchen jetzt weiterhin den Bahnsteig ab, kommen zum zweiten Wandhydrant und machen dann dort ihr Depot, wo sie halt eben die Schlauchtragkörper abstellen. Aber so soll es sein. Aus Fehlern lernen. Sie waren ja noch nie hier. In der Hocke durch das Chaos ist sicherer. Sie sehen ja nichts. Müssen etwas zügiger funktionieren. Wenn man hiervon ausgeht, dass der ganze Bereich stark verraucht ist, dann kommt es natürlich auf jede Minute an, dass sie die Personen finden, um mal die Personenrettung durchführen zu können. Endlich. Dennis hat den zweiten Hydranten gefunden. Jetzt könnten sie löschen. Wer bist du, fragt Annika. Kollege oder Opfer? Ein Kollege. Damit auch niemand verloren geht, halten sie sich an den Händen. Direkt vor ihnen liegt eine bewusstlose Person. Annika und Dennis wollen sie retten. Was machen wir jetzt? Anschlagen und dann runter! Keine großen Diskussionen, sofort weitermachen. Auf geht's! Einfach so die Person über die Treppe ziehen. Dann müsst ihr mal gucken, wo ist der Kopf, wo sind die Arme? Und hier ist es wichtig, was ist mit dem Kopf, was ist mit den anderen Extremitäten. Weil wir wollen keine Verletzungen zufügen, sondern wir wollen Personen retten. Und das auch möglichst schnell, ohne dass irgendwelche Zeitverzögerungen dabei rauskommen. Ich meine, Sie kennen das ja selber aus Berufserfahrung. Ne? Selbstverständlich. Ist, ne? Selbstverständlich. Man ist aufgeregt, der Adrenalinspiegel geht nach oben. Und von daher kann es schon extrem dann sein. Wo hängt es jetzt hier? Weiter geht's. Ha? Nach 30 Minuten ist die Person, die 55-Kilo-Puppe, gerettet. Irgendwie. Und wie geht's dir, Annika?
bereit ich dir. Das ist schon anstrengend. Gehen Sie doch mal runter in die Hippe Cäsar. Dort steht noch ein U-Bahn-Zug. Suchen Sie den noch mal abkommen. Die Ausbilder sind schonungslos. Annika und Dennis müssen noch mal runter. Wie ist das, wenn man so außer Atem ist und muss atmen durch das Gerät? Ich sag mal, ist relativ einfach, weil es ein Überdruckgerät, das heißt, man kriegt die Luft quasi ins Gesicht geblasen, ist eigentlich relativ einfach. Aber wir gehen jetzt wieder in die U-Bahn weitersuchen. Wir gehen jetzt nochmal runter und suchen die U-Bahn ab, okay? Ja. Irgendwo liegt noch einer. Wieder gehen sie mit Blendmasken runter. Sie brüllen. Die Atemschutzgeräte sind zu laut. Sie verstehen sich kaum. Links! Richtung Heck des Zuges. Also die hintersten zwei gehen nach links. Manuel! Wir gehen nach links, ja? Einsätze in der U-Bahn sind äußerst selten, aber sie müssen sie trotzdem beherrschen. Diesmal sind sie schneller. Ausbilder Sascha ist zufrieden, wenn auch mit Abzügen in der B-Note. Alles richtig gemacht? Ja, fast. Die Person wurde schnell gefunden, rausgebracht. Sie haben nur vergessen, sich den Rückweg zu sichern. Sie haben eine kleine Leine mitnehmen müssen. Und alles darauf ist, dass sie den Rückweg finden. Das haben sie vergessen. Eine Leine hätten sie vom Eingang der U-Bahn bis zum Zug spannen müssen. Die Leine hätte ihnen den Rückweg nach oben angezeigt. Aus Fehlern lernen, das Prinzip der Feuerwehrausbildung. Es ist schon echt schwierig, wenn man mit so vielen Leuten ist. Keiner sieht was. Überall wird gerufen, gefunkt und man hat halt ziemlich viel Chaos durch die Schläuche, sage ich mal. Ich meine, es hat zwar gut funktioniert, aber es ist schon schwieriger, als wenn man jetzt mit zwei Leuten, ich sag mal in Anführungsstrichen, gemütlich durch die Wohnung geht oder halt hier auf so einem Bahngleis sich bewegt mit 20 Mann. Das ist schon was anderes, ja. Diese Übung war ein Feuerwerk an Fehlern. Ausbilder Georg Schmidt hat so einiges zu meckern. Hier hat man halt eben auch die Möglichkeit, verschiedene Fehler auch mal zu sehen, die halt eben auftreten können. Und man braucht jetzt nur mal den Blick hier unten hinzuwerfen, Richtung Schlauch, wo nämlich ein wunderbarer Knoten drin ist. Ja, dadurch, weil der Schlauch nicht einfach richtig aus dem Tragekorb entnommen wurde, sondern einfach wahllos rausgezogen wurde und dann Wassermarsch gegeben wurde, haben wir das Problem, dass jetzt hier ein Knoten drin ist. Und somit kann ich eine effektive Brandbekämpfung hiermit nicht mehr durchführen. Man sieht es ihnen an. Dieser Einsatz war wieder anstrengend, hat Kraft gekostet. Dennoch bleibt es ihr Traumjob. Auch diese Übung werden sie noch oft wiederholen müssen. Letzter Befehl für heute: Aufräumen. Halbzeit bei der Feuerwehrausbildung. 3 Monate Praxis liegen jetzt hinter ihnen. Na gut, wir sind jetzt in der 14. Woche. Wir haben viel gelernt. Es ist viel Schweiß geflossen. Ja, ich sag mal so, in 2 Tagen ist Urlaub und so langsam brauchen wir das auch mal. Das muss einfach auch mal alles verdaut werden. Ne? Wir lernen jeden Tag was Neues. Klar, wir haben zwischendurch durch die Theorieunterrichte auch mal Pause in dem Sinne. Aber wir machen ja auch viel nebenher. Wir sind viel am Trainieren. Wir müssen viel mit den Geräten arbeiten, dass es auch immer wieder drin bleibt, dass man das immer wieder wiederholt. Ja, wir müssen viel lernen. Es sind schriftliche Prüfungen, alle paar Wochen abzugeben. Das fordert einen schon. Also die meisten von uns gehen morgens um 6 aus dem Haus und sind vor 6 eigentlich auch nicht wieder zu Hause. Ja. Für heute ist Schluss. Morgen dann wieder Sport und Wohnungsbrand. Und nach dem Urlaub noch 2 Monate Ausbildung und Prüfung. Noch anstrengender, gefährlicher und heißer. 800 Grad heißes Feuer löschen. Darf man ehrlich sein? So geil. Menschen retten in Minuten. Ja klar, ist ein bisschen anstrengend, die Geräte sind schwer. Werden Annika und Dennis die Prüfung bestehen? Zeigt, was ihr heute drauf habt, heute gilt's. Mehr dazu in Teil 2.